Willkommen zu einer neuen Folge von Alltagsdeutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Jetzt lernen wir weiter auf B1-Niveau und heute sind wir bei Tag 92 Teil 1 angekommen. Wie jeden Tag arbeiten wir mit 15 wichtigen Wörtern, die ihr im Alltag auch wirklich benutzen könnt. Es geht einfach darum, euch die Werkzeuge zu geben, um über tiefere Themen sicher und klar sprechen zu können. Genau. Und zu jeder B1-Lektion gibt es auch ein extra Fragevideo zur Mini-Story. Dort antwortet ihr laut und hört dann kurz danach die richtige Lösung. Das ist wirklich eine fantastische Methode, um das Sprechen aktiv zu trainieren. Und für eure Aussprache empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Ihr hört einen Satz, stoppt kurz, sprecht ihn laut nach und macht dann weiter. Ja, das hilft enorm, um ein Gefühl für den deutschen Satzrhythmus zu bekommen. Unser heutiges Thema ist Religion und Werte, also Wörter für Gespräche über Respekt, Überzeugungen und das Zusammenleben im Alltag. Das sind ja oft sehr persönliche Themen und mit den richtigen Wörtern könnt ihr eure Gedanken einfach respektvoll und verständlich teilen. Das stimmt. Es geht ja nicht darum, andere zu überzeugen, sondern darum, sich austauschen zu können. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Denn dort hört ihr wieder eine Mini-Story, in der alle 9 Wörter ganz natürlich vorkommen. Super. Dann lass uns direkt einsteigen. Fangen wir doch mit dem grundlegendsten Begriff an. Okay, und das wäre? Die Religion. Also, eine Religion ist im Grunde ein System von Glaubensvorstellungen, Das sich oft auf einen Gott oder auch mehrere Götter bezieht. Es umfasst Traditionen, Rituale und moralische Regeln. Richtig. Ganz genau. Auf Englisch ist das Wort ja fast identisch. Religion. Mhm. Wichtig ist vielleicht noch, dass Religion oft mehr ist als nur der Glaube einer einzelnen Person. Es ist häufig auch eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen, die diesen Glauben teilen und zusammen praktizieren. Exakt. Ein guter, neutraler Beispielsatz wäre: Jede Religion hat ihre eigenen Feste und Traditionen. Damit kann man gut ein Gespräch über kulturelle Unterschiede beginnen, ohne gleichwertend zu sein. Absolut. Und das führt uns direkt zu einem Wort, das sehr eng damit verbunden ist, aber eben nicht dasselbe bedeutet. Und zwar? Die Überzeugung. Eine Überzeugung ist eine sehr feste, persönliche Meinung oder ein Glaube. Also etwas, von dem man im tiefsten Inneren ganz sicher ist, dass es richtig ist. Genau. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die englische Übersetzung wäre Conviction oder Belief. Man kann natürlich eine religiöse Überzeugung haben, aber das Wort wird auch sehr oft für nicht religiöse Themen benutzt. Stimmt. Im Bereich Politik, Ethik, persönliche Werte. Richtig. Wenn jemand etwas aus Überzeugung tut, dann ist die Motivation sehr stark und kommt von innen. Ein gutes Beispiel ist, er engagiert sich aus voller Überzeugung für den Umweltschutz. Das heißt, niemand zwingt ihn dazu, sondern er tut es, weil es für absolut richtig und wichtig hält. Genau. Diese inneren Überzeugungen sind dann auch oft eng mit unserem nächsten Wort verknüpft. Und das ist das Gewissen. Richtig. Das Gewissen ist dieses innere Gefühl, das uns sagt, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Man könnte es auch den inneren Kompass nennen, sozusagen. Ja, das trifft es gut. Im Englischen ist das Conscience. Mhm. Man spricht im Deutschen ja auch oft davon, ein reines Gewissen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau. Ein schlechtes Gewissen hat man, wenn man weiß, dass man etwas Falsches getan hat. Und der Beispielsatz illustriert das Gegenteil. Sie hat ein reines Gewissen, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Sie fühlt sich also gut und im Reinen mit sich selbst. Ihre Handlung stimmt mit ihren Werten überein. Okay, wenn wir jetzt von diesem sehr persönlichen inneren Gefühl, dem Gewissen, auf eine größere Ebene schauen. Also auf die Gesellschaft. Genau, dann kommen wir zu unserem nächsten Wort, die Moral. Die Moral beschreibt die allgemeinen Regeln und Prinzipien für gutes und richtiges Verhalten, die in einer Gesellschaft oder einer Gruppe gelten. Auf Englisch ist das Wort wieder sehr ähnlich, oder? Ja, Morality. Moral ist also oft das, was die Gesellschaft als richtig oder falsch definiert. Während das Gewissen unser ganz persönliches, individuelles Gefühl dazu ist. Das ist ein sehr guter Punkt. Die beiden können übereinstimmen, müssen es aber nicht immer. Man könnte sagen, die Moral sind die äußeren Regeln und das Gewissen die innere Stimme. Perfekt zusammengefasst. Ein Beispielsatz, der den persönlichen Aspekt betont ist: Anderen zu helfen entspricht meiner persönlichen Moral.
Hier spricht die Person also über ihre eigenen verinnerlichten Prinzipien. Sehr gut. Kommen wir zu einem Begriff, der oft in spirituellen oder religiösen Kontexten verwendet wird. Aber auch im Alltag eine schöne, übertragene Bedeutung hat. Du meinst die Seele? Genau. Im ursprünglichen Sinn ist die Seele der nicht körperliche, geistige Teil eines Menschen. Und auf Englisch sagt man Soul. Richtig. Aber wie du schon sagtest, wir benutzen das Wort oft, um ein tiefes Gefühl des Wohlbefindens zu beschreiben. Wenn etwas der Seele gut tut, dann entspannt es uns, macht uns glücklich und gibt uns innere Ruhe. Genau. Das hat dann nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun. Ein typisches Alltagsbeispiel ist: Ein Spaziergang in der Natur tut meiner Seele gut. Das bedeutet einfach, es ist eine sehr erholsame und positive Erfahrung für das innere Gleichgewicht. Und eine sehr konkrete Handlung, die für viele Menschen mit Religion und Seele verbunden ist unser letztes Nomen für diesen Blog. Das Gebet. Ja. Ein Gebet sind Worte, die man an einen Gott richtet. Man kann damit danken, um Hilfe bitten oder einfach nur Zwiesprache halten. Die englische Übersetzung ist Prayer. Ein Gebet kann ja leise und nur für sich selbst sein. Oder laut und in einer Gruppe gesprochen werden. Die Form ist da sehr unterschiedlich. Ein einfacher Beispielsatz, der eine persönliche Routine beschreibt, wäre: Vor dem Einschlafen spricht sie ein kurzes Gebet. Damit haben wir die grundlegenden Konzepte abgedeckt. Kommen wir jetzt zu einigen wichtigen Verben, also zu Handlungen, die mit diesen Werten zu tun haben. Das erste ist ein sehr menschliches und oft, schwieriges Verb: verzeihen. Verzeihen bedeutet, jemandem nicht mehr böse zu sein für einen Fehler, den er oder sie gemacht hat. Auf Englisch heißt das to forgive. Es ist ein Akt der Loslösung von negativen Gefühlen wie Wut oder Enttäuschung. Genau. Die Perfektform ist unregelmäßig und wichtig zu lernen. Hat verziehen. Ja, verzeihen ist oft ein Prozess, glaube ich. Der Beispielsatz zeigt das ganz gut. Es war schwer, aber ich habe ihm verziehen. Man hört hier, dass es nicht einfach war. Aber die Entscheidung wurde getroffen, das Perfekt zeigt, die Handlung ist abgeschlossen. Von dieser Form der Akzeptanz kommen wir nun zum Gegenteil von fester Überzeugung. Wenn man sich nicht sicher ist, dann benutzt man das Verb zweifeln. Zweifeln bedeutet, unsicher zu sein, ob etwas wahr oder richtig ist. Man glaubt etwas nicht vollständig. Das englische Verb ist to doubt. Man kann an einer Geschichte zweifeln, an den Worten einer Person oder sogar an den eigenen Fähigkeiten. Die Perfektform ist hier regelmäßig, hat gezweifelt. Wobei Zweifeln ja nicht immer negativ sein muss. Es kann der Anfang davon sein, Dinge zu hinterfragen und besser zu verstehen. Stimmt. Aber im Alltag benutzen wir es oft, um Misstrauen auszudrücken. Genau. Zum Beispiel: Ich zweifle daran, dass er sein Versprechen halten wird. Man ist also skeptisch. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, abonniert gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So lernt ihr jeden Tag ein bisschen sicherer Deutsch. Und wir machen weiter mit einem Verb, das in einer Gesellschaft mit vielen verschiedenen Überzeugungen extrem wichtig ist. Ja, und zwar tolerieren. Tolerieren bedeutet, andere Meinungen, Verhaltensweisen oder Überzeugungen zu akzeptieren, auch wenn man selbst ganz anders denkt oder fühlt. Das englische Wort ist fast identisch. To tolerate. Tolerieren heißt ja nicht unbedingt, dass man etwas gut finden muss. Richtig. Es bedeutet aber, dass man es respektiert und zulässt, dass andere Menschen andere Wege gehen. Die Perfektform ist: hat toleriert. Ein Satz, der die Bedeutung für das Zusammenleben unterstreicht, lautet: In einer vielfältigen Gesellschaft müssen wir lernen, andere Lebensweisen zu tolerieren. Das ist die Basis für ein friedliches Miteinander. Man lässt den anderen so sein, wie er ist. Das führt uns zu der Frage, wie unsere Überzeugungen und Werte eigentlich entstehen. Ein sehr passendes Verb dafür ist prägen. Ah ja. Wenn etwas oder jemand uns prägt, dann beeinflusst es uns stark und langenanhaltend. Es formt unseren Charakter. Und unsere Sicht auf die Welt. Im Englischen kann man das gut mit to shape oder to influence übersetzen. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kultur, aber vor allem unsere persönlichen Erfahrungen können uns prägen. Und die Perfektform ist regelmäßig. Hat geprägt. Ein sehr typischer Satz, den man oft hört, ist: Die Erfahrungen in meiner Kindheit haben mich sehr geprägt. Ja, das heißt, die Erlebnisse von damals haben die Person zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein sehr tiefes Wort.
Unser nächstes Verb ist thematisch nicht einfach, aber es gehört zum Leben dazu. Du meinst beerdigen? Genau. Beerdigen bedeutet, einen verstorbenen Menschen in einem Grab in die Erde zu legen. Es beschreibt den Akt der Bestattung. Eine gute Überleitung. Denn auch der Verlust eines Menschen ist eine Erfahrung, die uns tief prägen kann. Die englische Übersetzung ist to bury. Das Wort wird natürlich in einem sehr ernsten und respektvollen Kontext verwendet. Die Perfektform ist hat beerdigt. Genau. Ein Beispielsatz, der eine geplante Handlung in der Zukunft beschreibt, ist: Die Familie wird ihre Großmutter nächste Woche beerdigen. Gut, wir haben jetzt die Nomen und Verben besprochen. Zum Abschluss unserer Wortliste schauen wir uns noch 4 Adjektive an. Ja, Adjektive, mit denen wir Menschen, Dinge und Einstellungen in diesem Themenbereich beschreiben können. Das erste ist gläubig. Gläubig ist das Adjektiv, das beschreibt, dass eine Person religiös ist, also an einen Gott oder eine Religion glaubt. Auf Englisch würde man religious oder believing sagen. Man kann es einfach verwenden, um die Haltung einer Person zu beschreiben, ohne zu werten. Genau. Zum Beispiel: Meine Nachbarin ist sehr gläubig und geht jeden Sonntag in die Kirche. Hier wird das Adjektiv durch eine typische Handlung, den Kirchenbesuch, noch konkretisiert. Und wenn eine Person gläubig ist, dann gibt es oft Dinge, die für sie eine ganz besondere Bedeutung haben. Solche Dinge nennt man heilig. Heilig beschreibt also etwas, das in einer Religion als göttlich, besonders rein oder unantastbar gilt. Die englische Übersetzung ist holy oder sacred. Das können heilige Orte sein, wie eine Kirche, heilige Schriften, wie die Bibel, oder eben auch heilige Tage und Feste. Ein klares Beispiel ist: Für viele Christen ist Weihnachten ein heiliges Fest. Das unterstreicht, dass es mehr ist als nur eine Familientradition. Es hat eine tiefe spirituelle Bedeutung. Kommen wir zu einem Wert, der sowohl in vielen Religionen als auch in unseren Gesetzen eine zentrale Rolle spielt. Du meinst gerecht. Gerecht bedeutet fair und moralisch richtig. Im Englischen sagt man just oder righteous. Eine gerechte Entscheidung ist eine, die versucht, alle Interessen fair zu berücksichtigen. Und niemanden unfair zu benachteiligen. Es geht um Balance und Richtigkeit. Richtig. Ein schönes Beispiel aus dem Alltag. Der Lehrer versucht immer, gerechte Entscheidungen für alle Schüler zu treffen. Er will also niemanden bevorzugen, sondern eine Lösung finden, die für die ganze Gruppe fair ist. Und unser letztes Wort für heute beschreibt eine offene und moderne Haltung. Das Adjektiv ist liberal. Liberal bedeutet freiheitlich und offen denkend. Eine liberale Person ist also nicht streng an alte Regeln gebunden. Und sie akzeptiert verschiedene Lebensweisen. Das englische Wort liberal ist ja dasselbe, das macht es einfach. Stimmt. Eine liberale Einstellung geht oft Hand in Hand mit Toleranz. Absolut. Man respektiert, dass andere Menschen andere Entscheidungen für ihr Leben treffen. Er hat eine sehr liberale Einstellung und akzeptiert viele verschiedene Lebensentwürfe. Das beschreibt eine Person, die Vielfalt als etwas Positives sieht. Sehr gut. Jetzt habt ihr alle 15 Wörter gehört. Um zu sehen, wie sie im Alltag zusammenklingen, haben wir eine kleine Geschichte für euch. Hört einfach gut zu. In unserer Geschichte unterhalten sich Nina und Paul abends auf dem Sofa. Es geht um ihren gemeinsamen Freund Tom, der eine neue, sehr zeitintensive ehrenamtliche Tätigkeit begonnen hat. Im Engagement. Jeden Abend bei der Essensausgabe für Obdachlose zu helfen. Ich finde das bewundernswert, aber hält er das durch? Nina schaut ihn verständnisvoll an. Ich glaube, das ist mehr als nur eine Laune. Das ist seine tiefe Überzeugung. Er hat eine feste Moral, die ihm sagt, dass er helfen muss, wo er kann. Sie macht eine kleine Pause. Seine Kindheit hat ihn stark geprägt. Du erinnerst dich, als sein Großvater vor 2 Jahren beerdigt wurde? Das hat ihm gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist. Er sagt, er tut das aus einem reinen Gewissen. Diese Arbeit tut seiner Seele gut. Paul seufzt. Vielleicht hast du recht, ich bin da wohl zu pragmatisch. Ich muss einfach lernen, seine Entscheidung zu tolerieren, auch wenn ich sie für mich selbst nicht treffen würde. Nina lächelt. Tom ist kein typisch gläubiger Mensch, der einer bestimmten Religion angehört. Aber diese Arbeit ist für ihn so etwas wie ein tägliches Gebet. Der Einsatz für diese Menschen ist ihm heilig. Sie lehnt sich zurück. Weißt du, meine Eltern haben mich sehr liberal erzogen und mir beigebracht, offen für alles zu sein. Aber sie haben immer gesagt, Fairness ist das Wichtigste. Und was Tom tut, ist in meinen Augen absolut gerecht. Paul nickt langsam. Ja, du hast recht. Ich muss ihm das nicht alles sagen. Aber ich glaube, ich muss meinen eigenen Zweifeln verzeihen und einfach akzeptieren, dass er seinen Weg gefunden hat. Ich respektiere das sehr.
Das war unsere Geschichte. Wir hoffen, sie hat euch geholfen, die Wörter im Kontext zu verstehen. Man sieht, glaube ich, ganz gut, wie diese Begriffe in einem ganz normalen Gespräch über die Motivationen eines Freundes auftauchen können. Absolut. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare zum Beispiel aus eurem Alltag. Ja, welche Überzeugung prägt euer Handeln? Was bedeutet für euch ein reines Gewissen? Wir sind gespannt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das ist eine große Hilfe für uns und stellt sicher, dass ihr keine neue Lektion verpasst. Morgen geht es weiter mit dem Thema Gesundheit. Ein sehr wichtiges Thema für jeden Tag. Ja, da werden wir über alles sprechen, vom Arztbesuch bis zur Beschreibung von Symptomen. Super. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis morgen.